Emily Carter wurde in Tucson, Arizona, USA, in der Nähe des Reed Park Zoos geboren und ist dort aufgewachsen. Seit sie klein war, wurde Emily von ihren Eltern oft in den Zoo mitgenommen, um die Tiere zu sehen. Als Emily die Löwen zum ersten Mal sah, war ihr kleines Herz tief bewegt. Doch jedes Mal, wenn sie die alten, kranken Löwen ansah, wurden ihre Augen rot vor Mitleid. Emily stand oft stundenlang neben dem Löwenkäfig und flüsterte den stolzen Tieren aufmunternde Worte zu. Das kleine Mädchen verstand nicht, warum die Löwen hinter kalten Gittern so traurig und einsam waren. Eines Tages stand Emily vor dem rostigen Käfig und versprach im Stillen, die unglücklichen Löwen zu retten. »Wenn ich groß bin, werde ich auf jeden Fall Biologin.« Das kleine Mädchen ballte ihre kleinen Hände und fluchte. Bei ihren späteren Besuchen im Reed Park Zoo brachte Emily ein Notizbuch mit, um ihre Beobachtungen aufzuzeichnen. Emilys Liebe zur Tierwelt blühte und wuchs während ihrer Kindheit. Im College studierte Emily Tierbiologie an der University of Arizona mit Schwerpunkt Wildtiere. Sie verbrachte Jahre damit, das Verhalten von Großkatzen, insbesondere afrikanischen Löwen, in Gefangenschaft zu studieren. Emily war immer eine ausgezeichnete Schülerin, ausdauernd, geduldig und voller Mitgefühl für Tiere. Nachdem sie ihr Studium mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, wurde sie schnell im Reed Park Zoo eingestellt, wo sie ihre Kindheit verbrachte. Emilys Aufgabe besteht darin, die Löwen des Zoos zu pflegen, zu füttern, die Käfige zu reinigen und ihre Gesundheit zu überwachen. Jeden Morgen sieht sie nach jedem Löwen und dokumentiert sorgfältig seinen Gesundheitszustand. Manchmal, wenn sie die alten und schwachen Löwen in ihren engen Käfigen umherirren sah, schmerzte Emilys Herz. Es gab lange Nächte, in denen sie nicht schlafen konnte, weil sie an die Hilflosigkeit der Könige dieses Landes denken musste. In Emilys Kopf reifte allmählich ein gewagter Plan: Sie wollte die Tiere in ihr rechtmäßiges Zuhause in der freien Natur zurückbringen. Aber sie weiß, dass es ein schwieriger Weg ist und viel Mühe und Unterstützung erfordert. Im Stillen recherchierte sie über Programme zur Wiedereinführung von Tieren und Naturschutzgebiete in Afrika. Jede Nacht hegt Emily neben dem Stapel Dokumente auf ihrem Schreibtisch ihren großen Traum. Die Liebe zu den Löwen, zur Natur und der Wunsch, ihnen ihre Freiheit zurückzugeben, wurden immer stärker. Sie begann, internationale Naturschutzorganisationen anzuschreiben und nach Orten zu suchen, die ihr bei ihren Plänen helfen könnten. Und dann las Emily eines Tages über das Shamwari Private Game Reserve, ein Paradies für Wildtiere. Das private Wildreservat Shamwari in der südafrikanischen Provinz Ostkap ist für seine Programme zur Wiedereinführung von Tieren bekannt. Emily nahm sofort Kontakt mit der Leitung des Schutzgebiets auf und äußerte ihren Wunsch, den Löwen aus dem Zoo in die Wildnis zurückzubringen. Ihr antwortete ein junger und enthusiastischer Ranger namens Thabo Maseko, Leiter der Empfangsabteilung. Nach mehreren E-Mail-Austauschen wurde Emily nach Südafrika eingeladen, um das eigentliche Reservat zu besichtigen. Sie legte alle Sorgen beiseite, buchte ein Flugticket und packte ihr Gepäck für die Reise auf den wilden Kontinent. Als das Flugzeug landete, empfing das kleine, verträumte Mädchen der Duft afrikanischer Erde und des Himmels. Thabo wartete am Flughafen, schüttelte ihr fest die Hand und lächelte herzlich: Willkommen im Naturparadies. Mit Thabo erkundet Emily weite Goldfelder und üppige Wälder. Sie gelangten in tausende Hektar große Gebiete, in denen Löwen, Elefanten und Nashörner wie am Anfang frei lebten. Sie war gerührt, als sie mit eigenen Augen die Löwen im roten Sonnenuntergang brüllen sah. Emily und Thabo arbeiteten zusammen, um die Einzelheiten der Aufnahme und Freilassung von Löwen aus amerikanischen Zoos zu planen. Ein Projekt namens Home for Lions wurde offiziell gestartet, mit ihr als Projektleiterin. Thabo und das Personal des Schutzgebiets halfen ihr bei der Vorbereitung des Quarantänegeheges und den rechtlichen Verfahren. Emily begann, Tierschutzorganisationen und internationale Spender um finanzielle Unterstützung zu bitten. Das Projekt erregte schnell große Aufmerksamkeit in den Medien und unter Tierfreunden.
Emily war sich voller brennender Leidenschaft darüber im Klaren, dass sie auf dem richtigen Weg war, den sie seit ihrer Kindheit gewählt hatte. Jeden Tag arbeiteten sie und Thabo fleißig und überprüften jedes Brotgebiet. Sie sagte sich, die Könige würden bald in ihre Heimat zurückkehren, wo sie hingehörten. Nach 3 Monaten sorgfältiger Vorbereitung kehrte Emily in die Vereinigten Staaten zurück, um den nächsten Schritt zu unternehmen, die Rettung der Löwen. Als Emily vor dem Flughafen stand und dem Flugzeug beim Abheben zusah, war ihr Herz von tiefer Hoffnung erfüllt. Zurück in Tucson stellte Emily das Projekt sofort dem Vorstand des Reed Park Zoos vor. Die Zoodirektoren drückten ihre volle Unterstützung für den humanen Plan des jungen Mädchens aus. Sie unterzeichnete die notwendigen Rechtsdokumente, um die alten Löwen aus dem Zoo zu entfernen. Auch die Spender sprangen schnell ein und übernahmen die Transport- und Erstversorgungskosten. Emily wird zu einem alten, gebrechlichen Löwenmännchen namens Max gebracht, das fast leblos ist. Max' Augen waren eingesunken, sein Fell war verfilzt und er taumelte schwach in dem engen Käfig. Emily saß ruhig vor dem Gitter, flüsterte miteinander und beruhigte Max. Nach vielen komplizierten Verfahren war endlich der Tag gekommen, an dem Max auf die Reise geschickt werden konnte. Ein großes Kinderbett wurde vorbereitet und Max erhielt ein leichtes Beruhigungsmittel, um den Stress während des Fluges zu reduzieren. Am Flughafen behielt Emily den Käfig mit Max im Auge und hielt die Hand des Käfigs, als wolle sie ihre Freundin stützen. Sie und Max bestiegen das Flugzeug und begleiteten sich gegenseitig auf der Reise zurück ins Mutterland im Süden. Nach einem langen, anstrengenden Flug landeten sie in Südafrika, wo Thabo und seine Mitarbeiter warteten. Max wurde direkt in die Quarantäne gebracht, wo natürliches Sonnenlicht den alternden Löwen beruhigte. In den ersten Tagen blieben Emily und Thabo an Max' Seite und beobachteten jede noch so kleine Bewegung. Max begann besser zu essen und seine Augen strahlten in einem lange verlorenen Licht der Hoffnung. Emily spielte geduldig mit Max und trainierte ihn Tag für Tag, seine wilden Instinkte wieder zu erlangen. Allmählich ging Max sicherer und sein Fell wurde unter der afrikanischen Sonne und dem Wind weicher. Als Max zum ersten Mal über die weiten Graslandschaften brauste, weinte Emily Freudentränen. Sie wusste, Max fühlte zum ersten Mal in seinem Leben echte Freiheit. Als Emily in dieser Nacht am Feuer saß, spürte sie tiefen Frieden in ihrem Herzen. »Willkommen zu Hause, Max«, flüsterte sie. Der Erfolg von Max sprach sich schnell herum und viele andere Zoos in den USA nahmen proaktiv Kontakt zu Emily auf. In nur 3 Monaten wurden im Rahmen des Projekts 4 weitere alternde Löwen aufgenommen. Diese Löwen werden alle von Emily im Shamwari-Reservat betreut. Unter dem blauen Himmel und den endlosen Feldern findet jeder König seinen Lebensinstinkt. Die Löwen wurden in einem großen Gebiet freigelassen, begannen zu jagen und wurden Schritt für Schritt unabhängig. Emily und Thabo waren bewegt, als sie Zeugen der wundersamen Wiederbelebung wurden. Die ersten Schritte, das Gebrüll, alles wie der Triumph der Freiheit. Das Projekt Home for Lions wurde schnell zu einem internationalen Modell für die Wiedereinführung von Wildtieren. Emily wird zu großen Naturschutzkonferenzen eingeladen, um dort von ihrer inspirierenden Reise zu berichten. Doch die größte Belohnung sind für sie die strahlenden Augen der Löwen, die in die Wildnis zurückkehren. Emily Carter ist heute nicht nur Biologin, sondern auch eine Retterin freier Seelen. Sie baut das Projekt weiter aus und hofft, dass immer mehr Tiere in ihr richtiges Zuhause zurückkehren können. Auf den Feldern des Shamwari-Reservats schreiben Emily und Thabo im Stillen weiter an ihrem Traum von der Befreiung der Natur. Inmitten des rauschenden Windes und des dröhnenden Brüllens wird die Liebe zwischen Mensch und Natur unsterblich. Und Emily wusste, ihre Reise hatte gerade erst begonnen. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.